Ich bin in Mérida, der alten Römerstadt. Als Emerita Augusta war sie die Hauptstadt der römischen Provinz Lusitanien. Heutzutage ist es ein eher beschauliches Provinzstädtchen, das im Schatten der beiden Verwaltungskreisstädte Badajoz und Cáceres steht. Dennoch hat mich Mérida, als ich 5 Jahre zuvor erstmals hier war, sehr beeindruckt, denn es sind noch sehr viele Relikte aus römischer Zeit zu sehen. Und damit meine ich nicht nur die gewaltige Römerbrücke über den Rio Guadiana, über die man als Pilger von Torremechilla aus kommend zur Stadt läuft. Buen camino. Angekommen bin ich dieses Mal aber mit dem Bus aus Córdoba. Auf der Fahrt habe ich Maria, José und Inés aus der Provinz von Córdoba getroffen, die den Weg etappenweise von ihrer Haustür nach Santiago laufen. Jetzt, während der Semana Santa, der Karwoche, haben sie wieder eine Woche Zeit für dieses Vorhaben. Sie werden schon am nächsten Tag aufbrechen, während ich mir einen Tag Zeit nehmen will, um die römischen Stätten aufzusuchen und zu filmen. Da ist zum Beispiel der römische Circus, der Ort für die römischen Wagenrennen. Natürlich ist er kleiner als der Circo Massimo in Rom, aber es ist nicht nur eine Wiese. Hier kann ich mir von meinem geistigen Auge die Wettkämpfe aus Ben-Hur bildhaft vorstellen. Ein weiteres überwältigendes Überbleibsel aus der Zeit des Imperii Romani ist das römische Theater. Vor 5 Jahren habe ich es am späten Nachmittag besucht, die Sonne stand schon hinter der Bühne und das Licht war äußerst ungünstig. Dieses Mal ist es viel besser. Bueno, estoy en Mérida, en el Teatro Romano, y por fin el sol está detrás y puedo sacar las fotos y tomar las vistas que quiero con la luz perfecta, casi perfecta. Direkt daneben liegt das Amphitheater, die Stätte der antiken Gladiatorenkämpfe. Außerdem gibt es das hervorragende Museo Nacional de Arte Romano, das Nationalmuseum für römische Kunst, für das ich mir einen ganzen Nachmittag vorgenommen habe. Es gibt 3 Gründe, weshalb ich nicht von Córdoba weiter nach Mérida gewandert bin, wie ich es ursprünglich vorgehabt habe. Erstens hatte ich nicht mit der völligen Einsamkeit auf dem Camino Mozárabe gerechnet, wo ich überhaupt keine anderen Pilger getroffen habe. Hier habe ich inzwischen einige gesehen, vielleicht mehr als mir lieb sind, denn ich habe bei der Pilgerherberge vorbeigeschaut und sie war bereits überfüllt. Zweitens habe ich die Hitze in Andalusien kaum aushalten können. April ist wohl doch schon zu spät, um dort zu wandern. Oft habe ich mich unterwegs gefragt, ob ich mein Etappenziel überhaupt erreichen würde. Und drittens war es die drohende Karwoche, die mir keine Ruhe ließ. Es gibt auf dem Camino Mozárabe keine Pilgerherbergen, nur Hotels und Pensionen. Von allen Zimmerwirten erfuhr ich, dass sie während der Semana Santa komplett ausgebucht sein würden. Auf der Straße übernachten wollte ich aber nicht. Da ist es mir lieber, auf der Isomatte in einer überfüllten Pilgerherberge zu nächtigen. Pero si tiene la farola delante, ¿no? La farola no está delante. Ah, no, que está un poquito más para acá. Y es que está haciendo una peli. Qué lenta eres. Los tenía ya aburridos, Esperando la Foto. Der Weg führt mich an diesem Morgen am imposanten römischen Aqueducto de los Milagros, dem Aquädukt der Wunder, vorbei, an dem ich nicht nur Störche sehe, sondern auch auf Charlotte treffe, eine Pilgerin aus Dänemark. Da ich den Weg aus Mérida heraus schon kenne, schließt sie sich mir an und ich staune ob ihres hohen Tempos. Charlotte ist sehr durchtrainiert. Bald schon liegt die Stadt weit hinter uns und wir erreichen den Stausee von Proserpina, von den Römern vor fast 2000 Jahren errichtet, der die antike Stadt über den Aquädukt der Wunder mit Wasser versorgte und der immer noch intakt ist. Zusammen mit Mérida gehört er zum Weltkulturerbe der UNESCO.
zu melken. Ich will gemolken werden. Kleinschwester. Die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man in Gesellschaft wandert. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass man auch mal selbst im Bild erscheinen kann, wenn der andere die Kamera übernimmt. Die Etappe, die ich mir für heute vorgenommen habe, ist nicht besonders lang. Ich will nur bis Aljupen gehen, 16 Kilometer, um herauszufinden, wie viele Pilger auf der Via de la Plata überhaupt unterwegs sind. Charlotte will allerdings noch weiterlaufen, bis Alcuesca. Das Wetter ist angenehm frisch. Noch ist auch kein Regen gefallen, obwohl der Himmel seit dem Morgen bedrohlich dunkel erscheint. Von meinem vorangegangenen Aufenthalt weiß ich, dass es in Alcuesca Supermärkte gibt. Ich wüsste nicht, was ich den ganzen Nachmittag lang im winzigen Aljupen anfangen sollte, wo es nur eine sehr schöne Kirche gibt. Also entschließe ich mich, nachdem wir uns in einer der beiden Bars gestärkt haben, mich nun meinerseits Charlotte anzuschließen und mit ihr bis zum Kloster der Congregación de María y de los Pobres zu laufen, in dem es eine Pilgerherberge gibt. Ja, es gibt keinen Zaun. Ich habe erst gedacht, hier wäre ein Zaun. Hola, guapitas. Sieht aus wie du tanzt. Manchmal wird man aber auch übermütig, wenn man zu zweit unterwegs ist und sich sicher wähnt. Was? Der Große ist ein Stier. Wenn die nicht gereizt werden, sind das eigentlich friedliebende Tierchen.
Ende der Wanderung ist Charlotte nach diversen leichten Regenschauern ein ganzes Stück voraus. Als wir um 5:45 im Kloster ankommen, ist es schon gut belegt. Nur 3 Betten sind noch frei. Nach dem Duschen, Waschen und Einkaufen gibt es ein gemeinsames Abendessen der Pilger. An diesem Morgen ist das Wetter alles andere als einladend. Noch am Eingang des Klosters habe ich mir meinen Regenponcho übergezogen. Vielleicht habe ich den Apostel in Andalusien zu sehr um Wolken angefleht. Dennoch ist es mir weitaus lieber als Hitze. Vor mir sehe ich 2 französische Pilger, ein Pärchen. Kurz hinter Casas de Don Antonio holt mich Charlotte ein. Sie will heute 38 Kilometer bis Cáceres machen. Ich habe vor, schon 11 Kilometer zuvor zu bleiben, in Val de Salor. Ich habe keine besonders guten Erinnerungen an die Jugendherberge in Cáceres. Morgens war ich plötzlich eingeschlossen und konnte sie nicht verlassen. Kurz vor der Überquerung einer Flugzeugpiste treffe ich auf 2 armenische Pilger, Mutter und Tochter. Die beiden reisen einmal im Jahr nach Spanien, um für eine Woche auf dem Jakobsweg zu pilgern. Ich bin noch nie Menschen aus Armenien begegnet. Es ist ein sagenhaftes Land irgendwo im Kaukasus, das schon sehr früh christianisiert wurde. Es wird ein intensives und fesselndes Gespräch, eine der faszinierenden Begegnungen auf dem Camino. Val de Salor ist ein Retortendorf aus der Ära des Diktators Franco. Seit geraumer Zeit gibt es ein Gebäude, in dem in Zukunft eine Pilgerherberge untergebracht werden soll. Aber es fehlt wohl noch an der Inneneinrichtung, deshalb schlafen die Pilger in der Sporthalle.